Okay, das ist jetzt hier das 11. Lagerfeuer. Wir sind hier bei 264 Stunden, also 264 Touchdown. Das Thema ist Verhaltensstruktur. Wie verhalte ich mich? Was muss ich machen, um hier etwas sein zu können an der Küste? Hier sind viele, die auf Kurzschlussreaktion, also Selbstmordreaktion, Angebote haben, um die Gestörten, die psychisch erkrankt sind, also verhaltensgestört sind, dass sie Angebote bekommen, dass sie ein bisschen leben können. Das ist hier das Feuer hier. Ja, wie können sie leben? Was ist das Ganze? Was macht man? Also, dieses Feuer ist jetzt gerade unter der Brücke irgendwo. Okay. Ja, was kann man machen als Verhaltensgestörter? Sachen, man nimmt die Angebote an. Das erste Angebot ist für Verhaltensgestörte, die beim Nachbarn waren und geholfen haben. Auf einmal haben sie das Gefühl, dass sie doch irgendwo mit dabei sind nach der Arbeit mit Randalismus oder dabei sind nach der Arbeit, also nach dem, wo sie beim Nachbarn waren, dass sie doch das Gefühl haben, den Nachbarn, wo sie wohnen, doch irgendwo zu ärgern, oder sie haben auf einmal das Gefühl, dass sie doch lieber mal mit dem Auto schneller fahren, als sie dürfen. Also Raser. Es sind lauter Gefühle hier, wo an der Küste entstanden sind, wo Selbstmörder da sind, also die Kurzschlussreaktionen bekommen, seitdem sie hier an der Küste sind. Und deshalb achten auf die Angebote, denn alle Angebote an dieser Küste sind für Selbstmörder, die halt eine Kurzschlussreaktion haben. Und deshalb gibt es hier an der Küste Angebote nur für Leute, die Kurzschlussreaktionen haben, also Selbstmordgedanken haben. Und darauf achten, das ist also nicht irgendwo eine Küste, sondern das ist immer noch eine Küste, wo Zombies sind und die Selbstmordgedanken haben.